Jetzt holen wir ein bisschen Bundeshauptstadt, ein bisschen Regelwerk, ein bisschen Neuheiten. Warte noch, auch du hast deinen Auftritt. Hier in das Memox, hier in die Taunusanlage nach Frankfurt zu unserer PTV-Logistikveranstaltung. Denn Andreas Schumann wird nun als der Vorstandsvorsitzende des BDCAP euch durch die Regelwerke wie das Postgesetz, die Cybersicherheit, das Energieeffizienzgesetz und den Verbrennerausstieg lotsen, was sich da tut, was diese Regeln bedeuten für Transportunternehmen und Dienstleister und was ihr davon haltet. Ich glaube, du machst es sehr interaktiv, auch mit Umfragen, denn darum geht's. Du vertrittst die Interessen. Bitte begrüßt auch hier mit einem herzlichen Applaus Andreas Schumann. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Denise. Vielen Dank, dass ich auch dieses Jahr wieder dabei sein darf. Ich war das letzte Mal auch dabei und wir machen das gleich ein bisschen interaktiv. Ihr könnt schon alle einmal ein bisschen probieren. Die ein oder andere Umfrage habe ich eingebaut. Es wäre super, wenn möglichst viele mitmachen. Der Barcode lässt sich, glaube ich, gut scannen. Es wird dann auch in den Folien immer hier oben menti.com und die Nummer eingeführt sein. Insofern kann man das immer auch noch nachmachen. Ich sage ein paar Worte zum BDCAP. Der Bundesverband Kurier Express Post vertritt über 5000 kleine und mittelständische Unternehmen, die Kurier, Express und Postdienstleistungen erbringen. Das sind in der Regel Sendungen mit bis 31,5 Kilogramm und wir haben alle nur Transporter bis 3,5 Tonnen. Durchschnittlich hat so ein Mitglied 10 Transporter, aber es gibt welche mit 600 und es gibt ganz viele mit 1 bis 5 Transportern. Das ist so das Klientel in allen Teilbranchen. Und ja, wir haben verschiedenste Themen, aber vielleicht mal so ein bisschen zum Üben eingangs. Das wird spannend oder dass ihr mal mitteilt, welche Gedanken ihr aus dem Tag mitnehmt. Das ist zwar noch nicht ganz fertig, aber so kann man mal ein bisschen auch mit dem System die eine oder andere Idee eingeben. Dann weiß auch jeder, wie es funktioniert und wie es geht. Jetzt kommt was. Da geht es dann Automatisierung, Innovation. Ja, bei uns wird es jetzt um das spannende Thema Regelwerke gehen. Sind auch schon einige aus dem Raum. Regelwerke ist oft langweilig. Es wird heute darum gehen, ob das wirklich langweilig ist oder ob das doch recht aufregend für uns als Branche ist. Vielen Dank, es funktioniert. E-Trax ja oder nein? Und damit ich mal so ein bisschen ein Gefühl kriege, wer im Raum sitzt, wer bitte noch eine kurze Antwort hier. Spannend, das sollten so die meisten sich vielleicht wiederfinden, dass wir da mal so ein bisschen ein Gefühl haben, sind eher die Flottenvertreter da, ist eher Entwicklung da. Wir haben jetzt schon 6-mal Entwicklung. Spannend, ein Flottenvertreter. Oh, einer macht unter 3,5 Tonnen, hallo. Da sind wir also zumindest mit einer Person an Bord, wie beim letzten Jahr, Schwerpunkt auf Softwareentwicklung. Gut, da haben wir ein Gefühl, also die Mehrheit Softwareentwicklung und Beratung und dann steigen wir mal ins Thema ein. Ja, fangen wir gleich mal an mit dem Postgesetz. So sieht es dann aus, relativ trocken. Wer von euch meint denn vom Postgesetz betroffen zu sein? Ist da jemand im Raum? Gibt es da jemanden, der sagt, das Postgesetz hat für mich Auswirkungen, weil ich mit Dienstleistern zusammenarbeite, die das Postgesetz erfüllen müssen, die wieder Subunternehmen haben? Eine Hand habe ich gesehen. Also auch für Versender wird das natürlich ein Thema. Wer ist denn da noch da, der für mich zustellen kann? Ja. Ein paar Worte dazu. Der erste große Punkt ist das sogenannte Anbieterverzeichnis. Ich glaube, wir hatten es letztes Jahr mal geschätzt, wie viele Unternehmen es gab. Es gab da eine sehr breite Spanne in den Schätzungen. Es gibt 14.000 CAP-Unternehmen, die nach altem Postgesetz bei der Bundesnetzagentur angezeigt waren. Da musste man quasi nur die Hand heben und sagen, hey, ich bin CAP-Dienst und dann war das erledigt. Was sich jetzt herausgestellt hat, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Unternehmen gibt, die das nie gemacht haben, die jetzt aber plötzlich unruhig werden. Und das sind wahrscheinlich eine untere vierstellige Anzahl an Unternehmen. Also haben wir durchaus 14.000 plus Unternehmen, die müssen sich jetzt alle in dieses Anbieterverzeichnis eintragen. Es gibt 2 Jahre Übergangsfrist, die früher schon angezeigt waren. Die nicht angezeigt waren, müssen sich jetzt beeilen. Das nächste große Thema wird eine sogenannte, also die Anbieterverzeichnis wird neben den Stammdaten geprüft nach Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, Fachkunde.
Da winkt so ein bisschen die Güterkraftverkehrslizenz. Das wird jetzt auf die 14.000 Unternehmen ausgerollt. Große Herausforderung. Paragraph 9 hat die Überprüfung von Subunternehmen. Das sind bitte nicht Überprüfungen, die Versender bei ihren CAP-Diensten machen müssen, sondern wenn ein CAP-Dienst ein Subunternehmen einschaltet, muss er den überprüfen, und zwar mindestens 3 Monate oder maximal 3 Monate nach Auftragsbeginn und danach jährlich. Und diese Überprüfung ist nachzuweisen. Diese Überprüfung wird auch mehr sein als die PQ-CAP, weil nämlich das hier oben mit abgeprüft wird. Und es geht maßgeblich um die Vorgaben zum Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz. Wir hatten letztes Jahr das Thema an der Wand Subunternehmerverbot. Das steht nicht im Gesetz, gar nicht. Aber alles, was Sie hier finden, ist quasi der Preis für das nicht vorhandene Subunternehmerverbot. Und dann gibt es noch die Vorgaben für Pakete mit erhöhtem Gewicht. 10 Kilo und 20 Kilo Pakete müssen mit unterschiedlichen Kennzeichen markiert sein, damit der Zusteller, die Zustellerin weiß, wenn ich das anhebe, ist es schwer oder sehr schwer. Im ersten Entwurf des Gesetzes stand, dafür ist der CAP-Dienst verantwortlich. Das konnte abgewehrt werden. Der CAP-Dienst muss nur noch dafür sorgen, dass es so ist. Das heißt, da müssen die Kunden, die Versender also mit ran. Und das Problem ist, dass a, manche Versender nicht wissen, wie schwer ihre Sendungen sind oder irgendwelche Monddaten angeben. Und b, kann ein CAP-Dienst keine Wiegeeinrichtung herstellen, die 10.000 Pakete pro Stunde wiegt. Das geht, aber das sind extreme technische Anforderungen für solche Wagen. Das wird noch spannend, wie das umgesetzt wird. Und das krassere Thema ist noch über 20 Kilo Zwei-Personen-Zustellung, wenn kein geeignetes Hilfsmittel vorhanden ist. Die Sackkarre ist es nicht, kommt als nächstes immer. Und dann fragt man sich natürlich, wie bringt man ein 20-Kilo-Paket ohne Sackkarre in den 5. Stock ohne Fahrstuhl? Da wird also noch ein bisschen Kreativität nötig sein. Da kann ich sogar bestätigen, dass es die Sackkarre wahrscheinlich nicht ist. Niemand zieht eine Sackkarre 5 Stockwerke hoch, die Treppen, und niemand sind so eine elektrische, die dann so hoch steigt, die ja dann auch ewig braucht. Aber es gibt sehr viele ebenerdige Transporte, schiefe Ebene, kurze Treppen und Fahrstühle, und da wird natürlich die Sackkarre schon eine Rolle spielen müssen. Ja, zum Thema Postgesetz. Wir haben eine Veranstaltung am 16. Oktober in München. Und wen das Postgesetz interessiert, hier unten ist ein Anmeldelink zu einer Postgesetz-Crew, haben wir es genannt. Dort gibt es regelmäßig Informationen, und wir haben auch alle 4 Wochen eine Sitzung dazu, eine Online-Sitzung, um das abzubilden. Ich denke, die Unterlagen werden ja im Nachgang verschickt, dann habt ihr auch den Link. Ja, dann gehen wir gleich weiter. Energieeffizienzgesetz. Wer hat denn davon schon mal gehört und wem ist das schon über den Schreibtisch gelaufen? Ihr kommt eher aus der Software-Ecke und Beratungsecke, also die Berater müssten das vielleicht kennen. Es gibt 2 Elemente da drin, die für uns spannend sind, und wir sind als Branche so ein bisschen Beifang bei diesem Gesetz. Da denkt man natürlich an energieintensive Betriebe in der Produktion, in der Industrie, aber ab 7,5 Gigawattstunden Gesamtendenergieverbrauch, das ist alles, was ein Unternehmen verbraucht, in allen Energieformen gilt dies hier, ist relativ aufwendig durchaus, und ab 2,5 steht jetzt noch im Gesetz. Es gibt aber jetzt eine Initiative mit einem anderen Gesetz, dass das auf 2,7 hochgeht. Das ist eher kosmetisch. Ab dort fängt der Schwellwert schon an, und dort muss man Umsetzungspläne für Energiesparmaßnahmen nachweisen. Und dann wird es ja mal spannend, ob ihr ein Gefühl habt, welches Gefühl ihr habt, wie viel Lkw-Flotte, 40 Tonnen, 2,77 Gigawattstunden Energie brauchen. Und das sind nämlich ab dieser Größe sind diese Lkw-Flotten im Gesetz drin. Und da gerne mal so ein paar Schätzungen zwischen 0 und 50. Wir sehen also schon, es sind keine 100, 200, 300, 400, sondern der Wert liegt tatsächlich dazwischen. So, vielleicht kriegen wir noch 1, 2. Und dann würde ich jetzt die Regie mal bitten, da gibt es so einen Enter-Knopf, ob man mal draufknickt. Es sind 10. Also wenn Sie Lkw 40 Tonner haben, die auch Strecke fahren, da muss man immer gucken, wie viel Strecke fahren die. Aber so, wenn man mal reinguckt in die Berechnungen, sind es ab 10 Lkws, ist die Chance groß, dass sie da drin sind. Und das ist natürlich schon ein harter Schlag erstmal. Und da muss man sich kümmern. Und jetzt gucken wir noch mal auf die Transporter. Was meint ihr, welche Transporterflotten denn
wie groß die sein müssen, bis sie reinrutschen. Die ja auch relativ, also brauchen ja auch Energie. Ich habe da mal von 40 bis 100 reingenommen. Wir sind also dann bei denen ein bisschen anders unterwegs zahlenmäßig, ist ja klar. So, da bitte ich die Regie auch mal einzuloggen. Es sind 80. Also bei den LKWs haben wir uns eher überschätzt in der Größe, bei den Transportern eher unterschätzt. Also Flotten ab 80 Transportern, die ungefähr 100 Kilometer am Tag fahren und 260 Tage unterwegs sind, fallen da drunter. Das kann man sich dann schön ausrechnen. Das wird die Branche beschäftigen. Ja, dann kommen wir zum Verbrennerausstieg. Die Diskussion ist ja natürlich hinreichend bekannt, die will ich hier gar nicht weiter verfolgen. Aber ich habe diese Frage im letzten Jahr gestellt. Und es gibt natürlich die Fraktion, die sagt, der Verbrennerausstieg geht wieder weg oder kommt dann irgendwann, was weiß ich auch immer, also signifikant eher am Ende. Und da will ich mal interessiert ist, wie ihr das heute seht. Geht der wieder weg oder bleibt er? Also eher ja heißt, dass er weggeht und eher nein heißt, dass er bleibt. Das Spannende ist, wenn man die Hersteller hört, die haben natürlich alle fantastische Lösungen. Wer von euch auf den Tagungen der Anwender, also der CAP-Dienstleister oder der Spediteure ist, da ist die Stimmung schon mal eine ganz andere, weil die Hersteller natürlich gerne teure Fahrzeuge verkaufen wollen auch und die Nutzer das nicht kaufen wollen. Also das ist natürlich ein spannendes Feld. Und da kommen wir mal aufs letzte Jahr. Letztes Jahr haben 55% aus der Runde gesagt, es geht wieder weg. Und dieses Jahr sind wir eher bei, sind leider ein paar weniger, aber deutliche Mehrheit, dass es bleibt. Also schon mal, entweder hat sich das Publikum ganz verändert, aber vom Sinne, was ich am Anfang gefragt habe, ist es ähnlich wie letztes Jahr. Die Stimmung dreht sich, dass das wohl doch wieder nicht weggeht. Ja, wir werden sehen, was passiert. Es gibt ja jetzt auch nächstes Jahr nochmal eine Wahl, wie sich das Ganze entwickelt. Die IAA hat ja deutlich gezeigt, wo die Anbieter hingehen. Ja, dann kommen wir noch zum Cybersicherheitsgesetz. Ich hoffe, wenn ich jetzt frage, wer denn das schon für sich identifiziert hat als Thema, gehen so ein paar Hände hoch. Gibt es da jemanden, der sagt, damit beschäftige ich mich schon? Das Cybersicherheitsgesetz zur Abwehr von Angriffen, okay, ist natürlich ein Softwarethema, aber es sind in diesem Cybersicherheitsgesetz sogenannte besonders wichtige Branchen, das sind die hier, und es sind wichtige Branchen definiert, das sind die hier. Was uns natürlich Sorge macht, ist das hier. Die CAP-Dienste sind drin. Was Sie hier sehen, die Speditionen sind nicht drin. Also Glück gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber sie sind schon auch auf europäischer Ebene nicht drin. Und unter Verkehr zählen keine Speditionen. Das sind eher so Verkehrsmanagementsysteme etc. Aber diese fallen alle unter dieses Gesetz. Und zwar geht es um Unternehmen in diesen wichtigen Branchen, da ist der CAP-Dienst drin, ab 50 Mitarbeiter. Und wir gehen davon aus, dass das Köpfe sind und keine Vollzeitäquivalente. Und das ist natürlich ein Thema, dass doch einige darunter fallen. Und das ist schon ein dickes Brett. Also ihr kennt wahrscheinlich viel das Thema Sicherheit, IT-Sicherheit, das hängt damit natürlich eng zusammen. Oder es geht um diesen Jahresumsatz. Hier drüben ist es ein bisschen größer. Und was steht da drin? Es müssen Risikomanagementmaßnahmen eingeführt werden, natürlich in unterschiedlicher Granularität. Die ISO, welche ist es, die 21, welche ist es, die Daten ISO 21000, wa? Habe ich die richtige Nummer gesagt? Ich bin gerade unsicher. Es gibt die ISO-Norm für Datensicherheit, die ist ungefähr zu 80% deckungsgleich mit dem, aber viele, gerade der kleineren Unternehmen, haben das nicht. Es gibt Meldepflichten für Vorfälle, es gibt eine Registrierungspflicht für diese Unternehmen beim BSI, es gibt Unterrichtungspflichten des BSIs an den Markt, wenn es Angriffe gibt. Und der unangenehmste Punkt hier unten, die Geschäftsleitung ist dafür verantwortlich und da gibt es auch da gibt es auch starke Strafen oder starke Instrumente, um die auch in die Verantwortung zu nehmen.
Ja, dann gehen wir mal darauf zurück. Was meint ihr denn, wie die Regelwerke umgesetzt werden sollen? Es geht ja immer so, die Frage, ja, ach, ehe das jemand kontrolliert und mit dem Verbrennerausstieg warte ich mal. Und das Postgesetz, ja, das ging ja 10 Jahre, dass ich mich nicht angemeldet habe, geht ja weiter so. Und auch Cybersicherheit betrifft mich eigentlich nicht. Was meint ihr, ob man dort eher zögerlich rangeht? Und wir haben ja die Situation beim Verbrennerausstieg, der sogenannte Siehste-Argument. Siehste, ich habe es nicht gemacht in den letzten Jahren und deshalb geht es mir jetzt besser als dir, der du was gemacht hast. Also dass die, die nichts gemacht haben, eigentlich über die lächeln, die sich schon mal auf den Weg gemacht haben. Ja, also gerade Postgesetz, Cybersicherheit, Energieeffizienz, ja, jetzt geht das Rennen so halb-halb. Zögerlich Cybersicherheit und Energieeffizienz eher proaktiv umsetzen. Aber ich bin überrascht, dass alle nach rechts gehen. Also eher tendenziell umgesetzt, sollte proaktiv umgesetzt werden. Und dann kommt jetzt die zweite Frage, ist denn euer Unternehmen direkt davon betroffen? Was meint ihr? Wisst ihr das nicht? Ja oder nein? Denn meistens ist es so, die nicht direkt davon betroffen sind, wollen natürlich, dass die Gesetze umgesetzt werden, viel heftiger als die, die davon betroffen sind. Und insofern scheint sich hier so ein Gleichstand der Weiß nicht und Nicht-Betroffenen herauszukristallisieren. Und das ist wie beim Verbrennerausstieg. Die Hersteller können natürlich relativ einfach einen Verbrennerausstieg fördern, weil sie dann Elektroautos verkaufen. Der Mittelstand muss das Ganze dann kaufen und entsprechend auch einsetzen. Wahrscheinlich gibt es auch hier im Raum wenig Unternehmen, die tatsächlich betroffen sind. Und natürlich ist es ein Thema, dass Beratungs- und Softwareentwicklung da gerne etwas zuleistet, weil es neue Services verkaufen kann. Ja, und dann habe ich mal eine Frage noch zum Ende eingebaut, was ihr meint. Einen kurzen Überblick zu den einzelnen Regelwerken, ob die PTV bei der Umsetzung aus eurer Sicht unterstützen kann. Mihail, wir hatten uns ja vorab auch ein bisschen abgestimmt. Das war jetzt so ein Ritt durch 4 Gesetze, es gibt noch ein paar mehr. Wenn es Interesse gibt, können wir das auch über PTV im Online-Webinar vertiefen. Das heißt, man kann zu diesen 4 Punkten oder auch anderen, vielleicht müsst ihr dann noch andere Partner nehmen, was anbieten, dass man sagt, jetzt lasst uns das mal tiefer reingucken, was bedeutet das für Tourenplanung. Zum Beispiel könnte man ja sagen, 20-Kilo-Sendung, wenn ich quasi weiß, da sind so und so viel 20-Kilo-Sendungen an die und die Adressen, könnte ich die Tour so planen, dass die gleich im Paketshop abgegeben werden. Und dann hätte das Gesetz die Folge, dass die Verbraucher, der Empfänger, sich das im Paketshop abholen kann und selber die 5 Etagen hochtragen muss. Das wäre also zum Beispiel eine Folge. Oder dass Paketboxen aufgestellt werden, wo die reinkommen, dann muss es der Empfänger auch hochtragen. Wo mir die Fantasie fehlt, ihr kennt alle Mehrfamilienhäuser mit 5 Etagen, dass da 2 Menschen hochgehen und ein Paket tragen, was 21 Kilo wiegt. Da wird dann, entweder werden beide Zusteller Pakete zustellen oder einer bleibt im Wagen sitzen, der ober ist und der unter, der muss dann raus und das Paket zustellen. Also das wird noch spannend. Ja, also PTV könnte bei der Umsetzung gut unterstützen, Energieeffizienz und Verbrennerausstieg und Cybersicherheit und Postgesetz ist abgeschlagen. Vielen Dank an euch. Ich hoffe, es war eine etwas inspirierende Runde zu trockenen Regelwerken. Und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder und dann können wir die Verbrennerausstieg-Frage wieder stellen. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank, Andreas. Habt ihr jetzt noch direkt Fragen an ihn aus euren Bereichen? Nee, du hast es ja schon super interaktiv gemacht. Du hast ja wirklich allen auch die Möglichkeit gegeben, ihre Perspektive mit einzubringen. Vielen herzlichen Dank für deinen Input. Danke. So.